Also mein Name ist Jens Wagner, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden am Lehrstuhl für Schaltungstechnik und koordiniere das Forschungsprojekt Fast Traffic. Wir sind von der Firma Greenway Systems. Wir sind normalerweise auf der Autobahn tätig im Bereich mobiler Stauwarnanlagen. Mein Name ist Steffen Zeitler von IHP in Frankfurt-Oder. Ich bin Mitarbeiter an der Professur Informationstechnik für Verkehrssysteme beim Professor Michler. Mein Name ist Tim Ruß. Ich arbeite am IFAC, steht für Institut für Automation und Kommunikation. Heute sind wir hier mit mehr oder weniger allen Projektpartnern und integrieren wirklich die komplette Software. In Fast Traffic wollen wir zeigen, dass mit sehr niedrig latenter Kommunikation die Verkehrssicherheit erhöht werden kann, indem Sensoren in der Infrastruktur verbaut werden und drahtlos ins Auto gesendet werden mit sehr niedriger Latenz und dadurch der elektronische Horizont der Fahrzeuge erweitert werden kann. Also wir haben hier auf der Strecke eigentlich eine zweispurige Straße, die haben wir jetzt aufgeteilt, haben gesagt, die linke äußere Spur ist eigentlich die Ausfahrt von der Autobahn und die rechte sei die Auffahrt auf die Autobahn. Wenn wir uns auf dieser linken Spur bewegen, wäre das schon mal so ein Falschfahrerkandidat, wo sozusagen der Falschfahrer gewarnt und signalisiert wird, erstmal durch die Lampe, später durch sagen wir mal, aussagekräftigere Mittel. Unsere Rolle in diesem Projekt ist die drahtlose Kommunikation. Und in diesem Zusammenhang liefern wir innerhalb des Projekts zum einen ein Funkmodul, womit Fahrzeuge mit der Infrastruktur, aber auch untereinander kommunizieren können. Und auf der anderen Seite sorgen wir auch dafür mit unserem Protokollstack, dass Nachrichten zwischen den Fahrzeugen ausgetauscht werden können. Wir wollen gucken, dass diese gesamte Kette von Informationen, die dort erfasst und übertragen wird, dass die wirklich funktioniert. Das heißt, bei uns die Herausforderung, verschiedene Testmodule, die Ereignisse erfassen, im Bereich von vielleicht 1 Millisekunde bei den Systemuhren zu synchronisieren. Das soll übertragbar sein, auch auf zukünftige Projekte. Wir entwickeln dahingehend innovative, neuartige Algorithmen für die Positionierung. Und dazu sind wir heute auch hier mit einer Drohne noch geflogen. Die Drohne soll im Prinzip von oben uns eine Sicht geben, aus der Vogelperspektive, um halt unsere Algorithmen auch visuell zu bewerten. Die Rolle von Baselabs in dem Projekt ist, LiDAR-Daten vorzuverarbeiten. Und diese Daten werden dann weitergegeben an den Create Embedded MOT. Und an der Stelle stellen wir Daten für unsere Projektpartner bereit, die diese Daten dann weiterverarbeiten. Zum Beispiel, um eine bessere Positionsschätzung zu erreichen. Wir haben das ein bisschen aufgeteilt und ich habe hier zum Großteil die Arbeit am Dynamic Grid übernommen. Also es ist sehr interessant, einfach auch die verschiedenen Standpunkte und Sichtweisen der verschiedenen Firmen zu sehen, weil ja jede Firma so in ihrem eigenen Szenario so ein bisschen arbeitet, wo sie sich wohlfühlt, so der Wohlfühlbereich. Diese Firmen sind natürlich daran interessiert, das, was wir jetzt hier in dem Projekt machen, auch in ihre Produkte, sage ich mal, zu überführen und dann am Markt halt eine bessere Ausgangsposition zu haben.